Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr CapCut nutzen könnt. Was da für tolle Dinge versteckt sind, wie ihr die ganzen Tricks nutzen könnt, was da mit KI zu tun hat. Ich zeige es euch. Als erstes beschäftigen wir uns mit der Installation unter ein Android-Handy. Da nutzen wir jetzt hier Google Play Store und suchen CapCut in der Suchfunktion. Und da haben wir es schon. Wir klicken es an, wir scrollen mal runter, schauen uns gerade an, wie die Bewertungen sind und was da noch so alles steht zu CapCut. Also im Endeffekt sind die alle sehr zufrieden und klicken dann auf Installation. Und sobald es gleich installiert ist, können wir das nutzen. Und jetzt ist es startbereit. Jetzt installieren wir das Ganze unter iOS auf ein iPhone. Da gehen wir in den App Store und suchen nach CapCut. Da ich das schon installiert habe, muss ich das jetzt da nicht nochmal neu installieren. Und da wäre dann Installation anzuklicken und jetzt kann ich auf Öffnen gehen. Jetzt nutzen wir die Funktion AutoCut. Dazu gehen wir jetzt hier in die Ansicht und klicken auf AutoCut. Jetzt wählen wir entsprechend die Videos aus, die ich automatisiert in ein AutoCut eingefügt haben möchte. Zum Beispiel das Video mit dem Papagei, das mit der Katze ist jetzt ein ideales Beispiel. Dann nehmen wir das mit der Giraffe dazu und wir schauen weiter. Dann nehmen wir das Ganze mit dem Hasen und wir nehmen hier das kleine niedliche Pinguin. Und weil das Ganze schon so schön war, nehmen wir noch so einen Panoramablick von oben. Jetzt klicken wir auf Weiter. Und wie das funktioniert, zeige ich euch anhand von Beispielen. Anschließend habt ihr jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, was möchte ich davon exportieren? Das ist wie üblich jetzt ganz normal möglich, entweder direkt aufs Handy oder exportieren auf euren Social Media Kanälen. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Projekt. Jetzt klicken wir in der App auf Neues Projekt und suchen die Videos aus, die Clips aus, die in unserem Film vorkommen sollen. Ich nehme jetzt hier ein paar Beispiele und klicke die entsprechend an und die werden jetzt zusammengefügt in die Timeline. Das heißt, unten könnt ihr jetzt sehen, da ist schon Teil von dem Video zu sehen, ein Timeline-Stück. Wir können mit dem Finger nach rechts oder mit nach links wieder bewegen. Das heißt, wir können die Finger da ganz fein für nutzen. Das heißt, nach links, nach rechts. Das heißt, Film beginnt von links nach rechts und wir können entsprechend dann hin und her wischen, wo wir hin möchten und es entsprechend bearbeiten. Wir klicken jetzt hier auf Play.
Das ist die Play-Taste. Dann spielt er von links nach rechts das Video ab. Hier oben kann man auf 1080p klicken. Dann kann man die Auflösung ändern. Ich kann euch raten, lasst es so wie sie ist. Schon optimal eingestellt. Hier kannst du auf Vollbildmodus wechseln. Hier kannst du dein Video in der ganzen Größe anzeigen lassen. Und wenn du wieder zurückgehen möchtest, klickst du rechts unten auf das Symbol. Jetzt fügen wir Text in das Video ein. Ist ganz einfach. Wir gehen unten in die Timeline, dahin, wo wir es hinhaben wollen. Beispielsweise jetzt hier, klicken es an, gehen dann auf Text und schreiben einen Text. Beispielsweise, wie süß. Jetzt hier in diesem Beispiel. Man hat noch verschiedene Zeichensätze, die man auswählen kann. Da ist für jeden etwas dabei. Jetzt gehe ich in das Bild und ziehe mit den beiden Fingern das auseinander. Das heißt, ich kann da die Größe verändern. Und ich kann das Ganze sogar noch bewegen. Das heißt, wenn ich das auseinanderziehe, hoch, runter, ein bisschen weiter nach links, dann kann ich den Text sehr gut positionieren. Wie sieht das aus? Man kann es in der Timeline jetzt sehen. Wird abgespielt, wie süß. Das Ganze nochmal in Vollbild. Wie süß. Jetzt fügen wir einen weiteren Text hinzu. Und nehmen wir mal, was schreiben wir? Wow. Und diesen nutzen wir jetzt, um das Ganze zu optimieren. Wir haben nämlich verschiedene Möglichkeiten, einen Stil auszuwählen, also einen Style. Das heißt, wir können diesen Zeichensatz mit den entsprechenden Farben nutzen. Ich nehme das jetzt mal hier mit Rot und man vergrößert das Ganze. Oder man kann hergehen, man kann Effekte auswählen. Da sieht man, dass das Ganze schattiert ist oder halt in Neonfarben. Also so, wie man es gerne haben möchte. Auch da ist es wieder ohne weiteres möglich, alles anzupassen. Ich lasse das mal jetzt hier, was nehme ich jetzt hier? Das mit den verschiedenen Farben ist gut, das nehmen wir. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch mit einer Animation laufen zu lassen. Da gibt es eine ganz große Anzahl an Animationen. Ich habe jetzt hier mal das ausgewählt. Das dauert nur einen kleinen Moment, bis man das Ganze nutzen kann. Wenn man es vorher noch nicht genutzt hat, denn das muss runtergeladen werden. Ich nehme jetzt hier nochmal was anderes. Auch hier kann man im Nachhinein auch das Ganze in einer sogenannten Blase reinbringen. Den Text, man sieht das jetzt hier ganz gut in dem Beispiel. Wow, als Blase, als Sprechblase oder jetzt hier als Comic. Wow. Ach, ich lasse das mal so, wie es ist. Und spiele das Ganze jetzt gleich einfach mal ab, wie es in Echtzeit aussieht. Jetzt mal in Vollbild. Jetzt fügen wir Sticker hinzu. Da gibt es eine ganz große Anzahl von Stickern, die wir nutzen können. Wir können danach suchen lassen oder in dieser Liste entsprechend uns die anzeigen lassen, die da sind. Ich nehme jetzt mal das mit dem Herz hier. Ich ziehe das entsprechend dahin, wo ich es hinhaben möchte und überlege, ob ich noch ein zweites dazu nehme. Was nehme ich denn? Nehmen wir doch noch mal vielleicht das da. Ja, das ist nett, das passt auch mit den Herzchen. Fügen wir dann auch hinzu und bewege das Ganze mit meinen Zeigefingern dahin, wo ich es hinhaben möchte, kann es auseinanderziehen, dann wird es größer oder halt auch kleiner, je nachdem, wie ich es haben möchte. Und jetzt kann man es in der Timeline anzeigen lassen. Das machen wir jetzt auch nochmal im Vollbildmodus. Wie sieht das Ganze aus? Mit den Herzen. Ganz niedlich. Jetzt beschäftigen wir uns mit Textvorlagen. Eine ganz große Anzahl von Textvorlagen existieren, die wir nutzen können, die animiert sind. Problem auch hierbei ist, man muss die einmal angeklickt haben, dann dauert das einen kleinen Moment, bis sie runtergeladen worden sind und dann kann man die ohne weiteres nutzen. Das heißt, wenn man die jetzt anklickt, dauert das einen kleinen Moment, bis er das hat und dann kann man es nutzen. Ich habe das Ganze mal getestet. Ich habe jetzt hier mal, was nehmen wir denn da? Wählen wir einfach mal was aus. Wir nehmen jetzt hier das mit dem ABC. Oh nein, wir nehmen Beachvolleyball. Das ist ein Text, den man natürlich jederzeit ändern kann. Ja, darf man nicht vergessen. Das fügen wir jetzt in die Timeline und machen das Ganze im Vollbildmodus. Und wie sieht es aus? Beachvolleyball. Und natürlich könnt ihr das Ganze wieder exportieren, dahin speichern, wo ihr es haben wollt, aufs Handy oder in den Social Networks. Und das Projekt ist gleich wieder sichtbar. Wenn ihr jetzt gleich in die Projektansicht geht, da seht ihr, da ist euer Projekt. Jetzt nutzen wir Vorlagen. Da gibt es eine ganze Menge von Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Wie ihr seht, ist da eine ganze Menge schon hinterlegt. Meistens haben die eine Bezeichnung, wie viele Clips oder Bilder man hinzufügen kann. Jetzt hier 10 Videos oder Fotos
Wir wählen einfach mal eins aus. Wir nehmen das jetzt hier und da ist jetzt ein Beispiel zu sehen. Ich wähle jetzt quasi ein paar Bilder aus, die ich jetzt da einfügen möchte. Soweit, so gut. Ich klicke jetzt auf Generieren und jetzt fängt er an, entsprechend das zu generieren. Das war eine Beispielvorlage. Es gibt da unzählige. Natürlich könnt ihr das Ganze jetzt auch wieder ganz normal exportieren. Also sprich da speichern, wo ihr es hinhaben wollt, aufs Handy oder direkt in den verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. Jetzt zeige ich euch Text zu Bild. Eine geile Funktion. Ihr müsst in diesem Menü auf Text zu Bild klicken. Dann habt ihr die Möglichkeit, einen Text einzugeben. Aus diesem Text wird per KI ein Bild erzeugt. Ich wollte gerne einen Hamster in Paris haben, der am Eiffelturm ist. Also schreibe ich das entsprechend, da ich das gerne so haben möchte. Und jetzt generiert die KI entsprechende Bilder nach meinen Wünschen und zeigt die entsprechend an. Das dauert einen kleinen Moment, da ist natürlich eine gewisse Rechenleistung dahinter. Das heißt, diese Anfrage geht Richtung einem Server. Es wird entsprechend was errechnet und diese entsprechende Berechnung dauert ein bisschen. Jetzt sehen wir schon die 4 Bilder, die ich jetzt angezeigt bekomme. Mit einem Hamster am Eiffelturm, total süß. Jetzt haben wir natürlich noch weitere Möglichkeiten. Wir können das ganze Bild optimieren. Ich werde das jetzt hier anpassen. Man kann das Ganze nämlich anklicken. Man kann die Bilder auch jetzt anpassen. Ich lasse die jetzt retuschieren. Das dauert auch einen kleinen Moment, bis die entsprechend dann wieder berechnet worden sind und dann dargestellt werden. Und jeden Moment sind die da. Das dauert, wie gesagt, einen kleinen Moment und da haben wir das. Sieht total geil aus. Weil es so viel Spaß macht, lasse ich das Ganze nochmal optimieren. Ich klicke jetzt nochmal auf Optimieren und da wird das Bild jetzt entsprechend nochmal neu angepasst und neu berechnet. Und siehe da, es ist einfach mega. Als nächstes nutzen wir den Fotoeditor. Auch da klicken wir entsprechend auf den Fotoeditor im Hauptmenü und dann baut sich dann ein Feld auf, dass man entsprechend das auswählen kann, was man nutzen möchte. Also ich habe jetzt das mit dem Hamster genutzt, was ich ja eben erstellt habe. Hier kann man ganz normal in dem Bild auch einen Text hinzufügen. Ich schreibe jetzt hier mal rein Paris und schiebe das Ganze mit dem Zeigefinger dahin, wo ich es hinhaben möchte. Jetzt zum Beispiel hier rechts oben. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, nehme ich dann jetzt noch einen zweiten Text. Ich wähle jetzt hier eine Schriftart aus und nehme jetzt eine andere. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den jetzt hier und schreibe Urlaub als Beispiel. Und bewege das mit dem Zeigefinger dahin, wo ich es hinhaben möchte, vergrößere das Ganze und nutze das dann dort. Jetzt hat man die Möglichkeit, auch entsprechende Anpassungen durchzuführen. Und klicke auf manuelle Auswahl und da kann man das markieren, was man eigentlich nur ausgewählt haben möchte vom Bild und wendet das dann entsprechend dann an. Und so hat man dann auch nur das, was man eben markiert hat in einem Bild. Und wie auch bei den anderen Funktionen könnt ihr das Ganze natürlich ohne weiteres exportieren als Bild, auf euer Handy speichern oder halt teilen in den Social Networks. Eine weitere Besonderheit ist KI-Modell. Da könnt ihr nämlich eure Kleidung anzeigen lassen. Da klickt ihr im Menü auf KI-Modell, sprich ihr habt ein Foto von euch, ihr macht ein Foto von eurem Kleidungsstück und ihr könnt dann über eine KI das so optimieren und anzeigen lassen, wie es dann bei euch aussieht. Wir haben jetzt hier mal so ein Beispiel, wir wählen jetzt diese Person aus, nutzen dann das Kleidungsstück, was jetzt da unten uns als Beispiel vorgegeben wird. Nehmen wir mal das Kleid und das dauert einen kleinen Moment, bis das errechnet worden ist. Und jetzt sehen wir die Bilder mit dem Kleid. Quasi, wie du dann darin aussehen würdest. Das Ganze können wir natürlich ganz normal speichern, wie immer. Eine weitere geile Funktion ist KI-Poster. Ihr könnt dort nämlich Poster erstellen. Im Menü auf KI-Poster gehen, ihr sucht euch eine Vorlage raus, gebt entsprechend per Text an, was dieser Poster beinhalten soll und die KI erzeugt daraus ein Poster. Anschließend könnt ihr natürlich das bearbeiten oder anpassen, so wie ihr es wollt. Natürlich könnt ihr auch Bilder hinzufügen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel. Da sind ein paar Poster erstellt worden. Wir wählen jetzt mal ein Poster aus, was wir entsprechend nutzen. Nehmen wir mal das hier. Wir können das jetzt bearbeiten. Wir klicken auf Bearbeiten und da haben wir die üblichen Funktionen, die wir ja auch schon gelernt haben. Text hinzufügen, verschiedene Schriftarten entsprechend anpassen. Das ist ohne weiteres möglich. Ihr könnt natürlich das alles mit den Zeigefingern hin und her bewegen und wenn das Ganze soweit
angepasst worden ist. Beispielsweise, wir können jetzt hier auch gleich ein Bild hinzufügen, was wir selber da hinzu oder erstellt haben. Und das Ganze könnt ihr dann anschließend natürlich wieder ohne Weiteres exportieren. Eine weitere geile Funktion ist Produktfotos. Ihr könnt nämlich entsprechend Fotos machen von euren Artikeln. Beispielsweise jetzt hier die Fernbedienung, die ich genutzt habe, da wird automatisch der Hintergrund entfernt. Ihr könnt jetzt per KI einen Hintergrund erzeugen lassen, so wie ihr es gerne haben wollt. Hier sind einige Vorlagen, die ihr nutzen könnt. Beispielsweise das, was ich jetzt hier habe mit der Fernbedienung. Wir wählen einfach mal irgendwas aus. Was haben wir jetzt hier? Nehmen wir mal das jetzt hier mit dem Hintergrund und siehe da, das sieht doch mega geil aus. Alternativ nehmen wir eine andere Vorlage. Mega. Auch das sieht geil aus. Und noch eine weitere. Mega. Mein Fazit zu CapCut ist, die App ist sehr, sehr, sehr gut. Kostengünstig, zwar nicht ganz kostenlos, aber die Basisfunktionen sind kostenlos nutzbar. Wenn ihr dann weitere Features nutzen wollt, müsst ihr entsprechend dafür zahlen. Aber es ist wirklich nicht die Welt. Ein monatlicher Abo ist da notwendig. Ich habe es schon seit ein paar Jahren. Ich nutze schon mit einem weiteren Kochkanal erfolgreich. Ich nutze keine andere App. Also ich kann nur sagen, mit CapCut seid ihr wirklich sehr gut aufgehoben. Eins muss man nur noch sagen, ihr müsst aufpassen, wenn ihr Videos veröffentlicht, denkt an Urheberrecht und nicht vergessen, das gilt für Bild und Ton. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video.